Jetzt bei Kinderarzt Bärwald. Hilfe mit Herz. Als wir hergefahren sind, hatte ich schon wirklich Angst um sie, weil sie teilweise wie weggetreten wirkte. Es gibt ein sogenanntes toxisches Megakolon, wo der Patient sehr schnell schwer krank sein kann. Würde sowas übersehen, kann es im allerschlimmsten Fall auch tödlich verlaufen. Und wenn ich sage, der kleine Pixie kommt, dann drückst du ganz doll die Mama. Hast es geschafft schon mal. In der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im GPR in Rüsselsheim treffen täglich medizinische Notfälle ein. Besorgte Eltern mit ihren Kindern erhoffen sich schnelle Hilfe. So auch Mutter Jasmin zusammen mit ihrer Kleinen. Das ist meine Tochter Charlotte. Sie ist jetzt 13 Monate gut. Und wir sind hier, weil sie sich über mehrere Stunden stark übergeben hat, bis nachher nichts mehr wirklich kam und sie hat keine Flüssigkeit zu sich genommen und die Gefahr der Dehydrierung bestand. Und darum haben wir uns dann entschieden, Donnerstagabend ins Krankenhaus zu kommen, weil wir uns einfach Sorgen um sie gemacht haben. Die richtige Entscheidung. Gerade bei Säuglingen und Kleinkindern kann Flüssigkeitsmangel lebensgefährlich werden. Umso kleiner die Patienten sind, umso gefährlicher das Problem. Die können wesentlich schneller austrocknen als jetzt der größere Junge mit 14. Wir haben nicht so viele Reserven wie der große Patient. Seit 6 Monaten muss Charlotte sich immer wieder übergeben, ohne ersichtlichen Grund. Seit einigen Tagen wird sie in der Rüsselsheimer Klinik eingehend untersucht. Eine nervenaufreibende Zeit. Als wir hergefahren sind, hatte ich schon wirklich Angst um sie, weil sie teilweise wie weggetreten wirkte. Und da macht man sich als Eltern natürlich wahnsinnig Sorgen. Wir haben bei Charlotte merkwürdigerweise sehr hohe Entzündungswerte festgestellt. Und die Entzündungswerte haben in dem Sinn Sorge gemacht, weil es gibt ein sogenanntes toxisches Megakolon, wo der Patient sehr schnell schwer krank sein kann. Von daher war da so ein bisschen Sorge, dass das in die Richtung einfach läuft. Wenn man jetzt daran nicht denkt oder würde sowas übersehen, kann das im allerschlimmsten Fall auch tödlich verlaufen, ja. Es werden jetzt verschiedene Untersuchungen gemacht, also sie wird wirklich auf den Kopf gestellt, was uns sehr freut, muss ich sagen, weil sie diese Probleme seit einem halben Jahr hat und wir wurden oft vertröstet. Diverse Blutabnahmen, Ultraschall und Röntgen musste die kleine Charlotte über sich ergehen lassen. Bei kleinen Kindern sind Diagnosen schwer, da sie nicht zu ihren Schmerzen befragt werden können. Als Mutter muss und will man stark sein für das Kind, das ist klar. Aber man muss sich teilweise schon sehr zusammenreißen, weil man würde am liebsten dem Kind alles abnehmen. Ich würde lieber 1 Liter Blut spenden, um ihr eine erneute Blutabnahme einfach zu ersparen. Aber das, was uns oder mir auch immer Halt gibt, ist einfach, dass es ihr danach wahrscheinlich besser gehen wird. Da sind wir sicher. Und dann macht man das halt alles mit. Ne? Visite auf Station 23 der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Hallo. Hallo. Wunderschönen guten Morgen. Willkommen zur Visite zur kleinen Charlotte. MRT haben wir telefoniert. Wenn wir Glück haben, haben wir morgen den Termin. Dann können wir morgen das MRT machen. Und dann gucken wir mal weiter, was da rauskommt. Super. Essen und Trinken klappt? Ja, alles wunderbar. Wie klappt es mit dem Movicol, mit dem Pulver? Eher mäßig. Mäßig gut, ne? Ja. Das war das, was zu erwarten war, ne? Weil das schmeckt halt nicht so gut. Deswegen, man kann das auch in Pudding reinrühren. Das muss man einfach probieren dann. Ja, wir haben schon Verschiedenes. Wir haben es mit Tee versucht, mit Saft, mit Wasser. Mit Wasser trinkt sie es sogar noch am ehesten. Wenn noch Fragen sind, ruhig zwischendurch kommen und fragen. Ne? Ja, machen wir. Wie am Wochenende auch. Ja, aber jetzt mittlerweile sind keine Fragen mehr aufgekommen. Die wir hatten, haben wir schon gestellt. Ja, ist doch super. Gut. Na gut, dann bis morgen. Gut, bis morgen. Danke. Ciao. Also natürlich hätte ich mir heute schon MRT-Termine erhofft, weil je früher man irgendwas erfahren kann, umso lieber natürlich. Andererseits bin ich froh, dass wir jetzt überhaupt einen morgen haben. Es hätte ja auch einen Tag später noch werden können. Und ja, ich sehe der ganzen Sache einfach positiv entgegen. Kinderarzt Bärwald und sein Team konnten für erste Beruhigung sorgen. Täglich tragen sie eine große Verantwortung für die Gesundheit der jungen PatientInnen im Klinikum.
Ich betreue die komplette Station 23. Das sind normalerweise 40 Patienten in Corona-freier Zeit. Wir Oberärzte kümmern uns um die Diagnostik, also das heißt, wir machen die Ultraschalluntersuchung am Morgen, dann findet Visite statt, wir gehen durch die Zimmer, wir entlassen die Patienten. Das gehört dazu, die Assistenten mit auszubilden. Das sind alles so Sachen, die man nicht nach der Reihe macht, sondern das ist ziemlich flexibel alles. Der nächste Patient kann im Vergleich zu Charlotte schon ganz genau sagen, wo es ihm wehtut. Der 7-jährige Felix klagt seit einigen Tagen über starke Bauchschmerzen. Seine Mutter ist für Mario Bärwald keine Unbekannte. Und du bist Felix von der Monja, richtig? Ja. Grüß dich, kennst du mich noch? Ja. Der Mario bin ich, ne? Gut, gut. Die Mama hat ja hier gearbeitet, das weißt du, oder? Ja, aber das weiß ich schon. Das weißt du schon? Ja. Gut, gut. Grüß dich, Monja. Hi. So, jetzt wollen wir nach dir mal gucken. Du hast Bauchweh, hat mir die Mama erzählt, richtig? Okay, im rechten Unterbauch. Die Schule hatte uns angerufen am Dienstagmorgen und hat gesagt, dass der Felix Bauchschmerzen hat. Ja. Und dann bin ich dann nachmittags mit ihm gleich zum Kinderarzt dann. Und dann haben wir ja auch einen Ultraschall machen lassen. Und da hat sich auch bestätigt, dass der Blinddarm leicht gereizt ist. Ja. Und hast du auch Fieber? Nee. Ich bin halt nur schlapp auf der Couch halt. Okay. Ja, du machst mal gerade die Maske runter, machst den Mund ganz weit auf, ganz laut A sagen, Zunge raus. Ich höre nix. Ein bisschen lauter noch. Jawohl, gut. Dann ist auch nichts rot. Rechtzeitige Unterbauchschmerzen spricht zunächst erstmal für eine Blinddarmentzündung, kann natürlich auch eine Blinddarmreizung sein. Eine Blinddarmreizung kann nach einigen Tagen wieder von alleine abklingen oder sich zur Blinddarmentzündung steigern. Daher sollte man die Symptome ernst nehmen und rechtzeitig den Arzt aufsuchen. Jetzt muss ich noch mit meinen Warmen Händen. Händen hoffentlich gleich dich noch mal abtasten, ne? Das kennst du, oder? Ja, das kann ich. Machst du Sport eigentlich? Ja. Was spielst du? Fußball. Echt? Da tut's weh? Ja. Hast du einen coolen Trainer? Ja, Oder einen Trainer? Jugendliche. Jugendliche? Die spielen selbst noch Fußball, ne? 17, 18. Ja, cool. Gut, gut. Dann darfst du mal deinen Pulli wieder anziehen. Wir nehmen gleich dann nochmal Blut ab. Das machen wir aber im Nachbarzimmer. Da ist das ein bisschen tut aber besser. weh, oder? Ja? Tut es weh? Ja, das tut tatsächlich einmal weh. Es macht einen kleinen Pieks. Aber ich glaube, du bist so tapfer, wer gegen das Schienbein getreten bekommt beim Fußballspielen, Da hast du recht, ich hab schon gegen Schienbein der schafft auch bekommen. den Piekser. Ja, man muss ihm natürlich die Wahrheit erzählen, dass es ein kurzer Pieks macht. Wäre falsch zu sagen, es tut nicht weh und ich lüge den an, dann wird er beim zweiten und dritten und vierten Mal einfach schon gar kein Vertrauen mehr zu mir haben. Von daher muss man definitiv auch bei der Wahrheit bleiben. Okay? Ja? Muss ich hier übernachten? Du musst einmal hier übernachten. Das ist nicht Mindestens schlimm. einmal oder vielleicht sogar zweimal. Das müssen wir sehen. Vom klinischen Eindruck macht der Felix das sehr gut. Der hat kein Fieber, das ist schon mal prima. Der hat keine Übelkeit, kein Erbrechen, kein Durchfall. Er hat aber im rechten Unterbauch definitiv Bauchschmerzen. Felix, ich komme gleich zu dir und dann nehmen wir noch das Blut ab. Und dann gucken wir vorne noch per Ultraschall. Okay. In einem anderen Raum noch. Okay? Ja. Die Beschwerden, die muss man definitiv ernst nehmen. Ja, weil man sagt so schön unter den Klinikern, die Blinddarmentzündung ist ein Chamäleon. Also die einen kommen noch reingelaufen, die anderen mit der gleichen Problematik, die können das gar nicht mehr. Ja, der eine hält eben mehr Schmerzen aus als der andere. Ablenkung und Lachen sind dabei häufig die beste Medizin. Deshalb hat die Klinik in regelmäßigen Abständen Besuch von den Clown-Doktoren, die den jungen PatientInnen trotz ihrer Schmerzen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Hallo! Hallo. Hast du gesehen, Mann? Mann! Magic! Zauber! Trommelwirbel! Nächste Treppe. Nächste Treppe. Nichts gut. Nichts drin. Und auch dem vielbeschäftigten Klinikpersonal
hilft die ein oder andere Gedankenpause. Oh, ab und zu braucht er ein bisschen Entspannung, der gute Mann. Hier, okay. Ah, herrlich. Und jetzt? Super. Ich gehe mal Blut abnehmen, dann klappt's. Felix' Blutbild soll weiteren Aufschluss darüber geben, ob sein Blinddarm womöglich doch entzündet ist. Du nimmst der Mama ihre Hand mal. Genau. Und wenn ich sage, der kleine Pixie kommt, dann drückst du ganz doll die Mama, okay? Bis die Mama schreit. Du hast die Impfung geschafft, hast du erzählt. 1, 2, 3, vorbei. Super. Super gemacht. Ist gut, ist super. Super. Hast du gemacht? Super. Nehmen wir noch Blut. Nehmen wir mal Blut. Hast es geschafft schon mal. Felix, du warst super. Ja, da darf man auch weinen. Das ist nicht schlimm. Hast die Mama aber gar nicht so doll gedrückt, oder? Die hat gar nicht geschrien, gell? Wir haben gar nicht gehört, wie du ein Tor geschossen hast. So. Das ist unangenehm. Unangenehm. Das tut weh. Also, dass man da in dem Alter aber 2, 3, 4, 5 Tränchen vergießt, finde ich, ist absolut akzeptabel. Der war mega tapfer, hat natürlich das als sehr, sehr schmerzhaft empfunden, was ich gemacht habe mit der Nadel. Aber danach war es ja auch ganz schnell wieder gut. Also er hat es super gemacht. Ich hole dich nachher zum Ultraschall dann. Ja, Ja? ja. Das ist aber nicht mehr so schlimm. Okay, was ist das? Ultraschall, das hast du auch schon gemacht jetzt. Gestern. Nee. Gestern. Hier. Nein, kein Einlauf. Ultraschall. Ultraschall ist das, wo man so ein Glitschi da drauf und dann über dem Bauch und dann sieht man auf so einem Bild das. hervorragend erklärt. Genau so ist es. Glitschi und auf dem Bauch und dann sieht man was auf dem Bild. Ich sehe schon. Prima. Die entscheidende Ultraschalluntersuchung kann Felix nun ohne Furcht vor Schmerzen angehen. Bei Charlotte soll vor der Magnetresonanztomographie, kurz MRT, noch ein Schweißtest gemacht werden. Er soll ausschließen, ob Charlotte möglicherweise an der Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose leidet. Die Untersuchung übernimmt die medizinisch-technische Assistentin Nesli. Hallöchen! Werde ich hier schon begrüßt? Danke sehr, das ist aber schick. So. Hallöchen. Gleich ein Begrüßungsgetränk, ja? So. Ich soll bei der Charlotte einmal einen Schweißtest machen, ne? Kann schon sein. Ja, ne? Super interessant. Ich würde das gerne einmal an den nicht linken Unterarm anlegen, dass Sie Bescheid wissen, ne? Wir haben hier einmal so ein Gerät. Moment, Mäuschen, jetzt lass mal liegen. Ja, darfst du es dir alles anschauen. Ist ja auch dein volles Recht. So. Oh, Bänder sind toll, ne? Mhm. So. Gleich ist nichts mehr am Platz, wo es war. Wir desinfizieren die Stelle jetzt erstmal. Ganz kalt, gell? Dann lassen wir das einwirken, 30 Sekunden lang. Was hast du noch alles mitgebracht? Ein Pingu. So. Wenn irgendwas irgendwo festgemacht wird, ist ein Kleinkind oder Säugling natürlich nicht hoch erfreut unbedingt, dass er das einfach toleriert, sondern ständig mit der Hand da ist und das abreißt. Also das heißt, da sind natürlich die Eltern und wir auch als Personal gefordert, dass der kleine Patient so abgelenkt ist, dass man die Untersuchung problemfrei durchziehen kann. Von daher sind wir sehr auf die Eltern angewiesen. So. Ich würde jetzt die Reizung starten. Wie gesagt, Ihr Kind kriegt davon gar nichts mit. So. Genau. Hat angefangen. Upsala. Alles gut. Schwächeanfall, ne? So, den Arm können wir auch locker lassen. Das stört mich nicht. Genau, mach mal hier So, und jetzt warten wir einfach eigentlich nur, dass es piepst. Sobald es gepiepst hat, also sobald ein Geräusch erleuchtet, dann könnten wir dann auch theoretisch gesehen die Elektroden wieder abnehmen und die gereizte Stelle nehmen wir dann quasi auch einmal zum Schweißtest ausüben. Ne? Der leichte Stromfluss soll die Schweißproduktion anregen. Im gesammelten Schweiß kann dann der Chloridgehalt gemessen werden. Dieser gibt Rückschlüsse auf eine Mukoviszidose-Erkrankung. So, jetzt können wir weitermachen.
die Maus noch mal ganz kurz hinsetzen. Guck mal, da kannst du mal mitschauen. Guck mal, jetzt wird es wieder interessant. Das geht abgemacht, schau mal. Guck mal, so. Da sehen Sie die Stellen, ne? Die sind röter geworden hier. Das sind die gereizten Stellen. Und an diese Stelle kommt jetzt die Spirale dran. Hier wird der Schweiß aufgesammelt. Hier hinten ist ein kleines Löchlein. Das heißt, die Stelle muss auf die Haut. So. Um jetzt einfach mehr als üblich Schweiß zu produzieren, legen wir jetzt auch mal noch mal so eine Folie an. Ne? Das wird dann einmal so drum gewickelt, dass wir einfach genug Schweiß haben, ne? Ja. Bleibt schön frisch, Charlotte. Und dann kommt noch mal eine Mullbinde drüber, dass du da nicht so abgelenkt wirst, ne? Gleich geschafft. So, Guck mal, schon fertig. das war's schon. Geschafft. Super. Das bleibt dann 20 Minuten jetzt dran. In 20 Minuten komme ich dann vorbei, mache das ab und dann kann ich das gleich hier vor Ort im Nachbarzimmer dann auswerten. Okay, wir Okay? versuchen es. Gut, danke. Bis später. Bei Bauchschmerzpatient Felix soll es jetzt Richtung Ultraschalluntersuchung gehen. Vorher prüft Mario Bärwald aber noch etwas anderes. Hüpfen kannst du auch, oder? Das haben wir vorhin gar nicht gecheckt. Hüpf mal für mich auf einem Bein. Ja, so ein bisschen länger. Genau, gut. Andere Seite. Tut da was weh? Bisschen. Aber es klappt. Weil es ist halt mehr hier. Okay, komm, dann gehen wir mal gucken. Das Einbeinhüpfen ist auch insofern hilfreich. Patienten, die natürlich tatsächlich eine Blinddarmentzündung einfach haben, haben da richtig Beschwerden mit. Also auf dem einen Bein zu hüpfen, das tut weh. Die Erschütterung an sich sorgt für Schmerzen und das machen die dann eigentlich auch nicht mehr in der Regel. Also die werden dir nicht vor deinen Augen einfach hüpfen, obwohl sie es besonders gut können zum Beispiel. Felix' munteres Hüpfen würde also gegen eine akute Blinddarmentzündung sprechen. Doch die Schmerzen sind trotzdem da. Der Ultraschall soll Aufschluss geben. So, und jetzt wird es spannend. Jetzt kommen wir in den Bereich, wo man nach dem Blinddarm sucht. Siehst du ihn? Nee, noch nicht. Du siehst gerade noch den Darm, oder? Richtig. Ein bisschen weiter oben. Willst du mir helfen? Ein bisschen nach rechts. Da tut's weh. Du sagst mir, wo es weh tut. Ja, Ne? da. Schon mal gut, wenn die Patienten wissen, wo es auch weh tut. Ne? Der fragt schon viel, ja. Und wenn er was wissen will, dann ist er da wissensgierig und fragt danach, ja. Ich bin interessiert von Krankenhaus und sowas. Oder wie man das macht Ja, und bist so. du dann auch mal Krankenpfleger, hä? Nee, Nee? ich werde Bauarbeiter. Bauarbeiter? Ja. Ob da die finale Entscheidung wirklich schon feststeht? Felix macht Mario Bärwald doch fast Konkurrenz. Blinddarm siehst du aber noch nicht, oder? Der Blinddarm also ist sehr, sehr schwer zu finden, wenn er einfach nicht entzündet ist. Bei einer Entzündung sieht man eben bestimmte Strukturen, sogenannte Kokarden beispielsweise. Sieht aus wie eine Zielscheibe. Der ist bei dir nicht entzündet, ne? Das ist schon mal gut. Der kann vielleicht so ein bisschen gereizt gewesen sein, ist heute schon wieder besser. Wir haben einen kleinen Lymphknoten gesehen, der ein bisschen größer ist als 1 Zentimeter. Das ist aber jetzt auch nicht hochdramatisch. Erklärt auch jetzt nicht unbedingt so die Beschwerden, die du geschildert hast. Ja? Und vom Tasten her hat man im rechten Unterbauch ja schon das Gefühl gehabt, wo er ganz klar lokalisiert sagt, da tut's weh. Deswegen beobachten wir ihn. Die 24 Stunden Labor war nichts gewesen. Genau. Und wenn du da einmal klinisch jetzt 24 Stunden überwacht worden bist, dann morgen nach Hause und das sollte sich alles in Luft auflösen. Zunächst heißt es also weiter in Geduld üben. Ich bin froh, dass nichts ist. Dann bleiben wir jetzt lieber 24 Stunden hier. Das kriegen wir jetzt auch rum und gehen dann morgen hoffentlich nach Hause. In der Zwischenzeit wird beobachtet, wie sich Felix' Schmerzen entwickeln und wie er vor allem die Mahlzeiten verträgt. Am nächsten Morgen bereitet der Oberarzt alles für eine mögliche Entlassung vor. Das ist jetzt der Arztbrief. Also da stehen alle Informationen für den Kinderarzt drin, was wir gemacht haben, was unsere Diagnose ist, wie die Laborwerte sind. Also das ist immer das, was die Patienten bei der Entlassung mitbekommen. So, Felix, dann pack doch mal deine Zahnbürste da ein und das.
Ups. Hier. Ja, tust da rein. Ja, genau. Doch vor der offiziellen Entlassung von Felix erfolgt noch eine Abschlussuntersuchung. Hast du denn jetzt eigentlich noch Probleme gehabt heute Nacht? Gab es noch mal irgendwas? Nee, Ja, durchgeschlafen. Super. halt nur um 5 aufgewacht. Bin und ich noch gestern auf Toilette Abend das Essen gegangen. und Trinken hast du gut vertragen? Ja, ich habe heute fast das ganze Frühstück leer gegessen. Ja, der hat heute richtig gut gegessen. Also, cool dann. Bist ja toll entspannt hier. Gut, ich bin zufrieden. Und du? Ich auch. Ja? Ja, dann kann ich ja mal überreichen, oder? Also, wie gesagt, am Wochenende noch ein bisschen körperliche Schonung. Am Montag darf er durchstarten. Dann Sagen wir super, vielen lieben Dank. viel Spaß beim Fußballspielen. In den Ferien wird ja nichts sein, aber kicken kann man ja auch im Garten. Ja, wir Ja? haben Fußballbälle, wir haben ein Tor. Ja, super. Felix und seine Mutter dürfen erleichtert das Krankenhaus wieder verlassen und in die anstehenden Ferien starten. Für Charlotte geht es am heutigen Tag in die entscheidende MRT-Untersuchung. Der Schweißtest vom Vortag hat die Mediziner leider nicht weitergebracht. Es hat sich leider gar nichts ergeben, weil wir keinen Schweiß auffangen konnten. Die Maus hat leider nicht geschwitzt und unter diesen Umständen können wir dann den Schweißtest leider nicht machen. Ein Grund dafür ist, dass die Maus einfach auch nicht durchwässert war, also sie dehydriert. Das heißt, sie hat ordentlich an Flüssigkeit verloren, deswegen hat sie auch eine Infusionstherapie bekommen. Und wenn das der Fall ist, dann ist es natürlich umso schwieriger, einen Schweiß aufzufangen über die Hautoberfläche. Ein weiterer Bluttest muss also für Klarheit sorgen. Der Kinderarzt kann nur per Stufendiagnostik jedem Verdacht nachgehen und im Ausschlussverfahren Charlottes Erkrankung auf die Spur kommen. Eine Magnetresonanztomographie, kurz MRT, soll Aufschluss geben, ob womöglich eine Darmverengung das Problem für Charlottes ständiges Erbrechen ist. Das Schwierigste eigentlich bisher ist, dass sie noch nicht frühstücken darf, weil sie für die Untersuchung nüchtern sein muss. Aber ansonsten geht es uns gut und wir, ich kann schon sagen, freuen uns eigentlich auf die Untersuchung, einfach um neue Erkenntnisse zu bekommen. Also das Spezielle bei einem 13 Monate alten Säugling ist einfach bei der MRT-Untersuchung die Sedierung. Das heißt, die schlafen tief, atmen selbst und werden einfach in dem Moment kreislaufmäßig überwacht. Es ist halt immer schwer, die Kinder so abzugeben und man kann halt selbst nicht helfen. Weil primär sind wir ja für sie diejenigen, die alles tun. Ne? Und da müssen wir sie halt den Ärzten übergeben sozusagen und können einfach nur zuschauen und abwarten, bis wir sie wieder zurückbekommen. Ne? Naja, das ist schon bei Eltern mit Angst behaftet. Man muss ja dann in dem Moment auch Vertrauen in die Kliniksärzte haben, dass da alles richtig läuft, dass das Kind keine Reaktion auf die Medikamente bekommt. Das heißt, es sind ja Dinge, die auch vorher aufgeklärt werden, die dann noch zusätzlich auch Angst machen. Aber das gehört einfach letztendlich dazu. Bei Charlotte besteht der Verdacht auf Morbus Hirschsprung. Das MRT ist für die Diagnose dringend nötig. Morbus Hirschsprung ist eine Erkrankung, wo ein Darmstück plötzlich sehr eng wird. Der Stuhlgang sammelt sich vor dieser Engstelle an. In dem Stuhlgang befinden sich Bakterien und dadurch entsteht letztendlich durch die Ansammlung dieses toxische Megakolon und davon geht einfach dann Gefahr aus. Die Sorgen der Eltern sind entsprechend groß, weshalb der Oberarzt ihnen das gute Gefühl geben will, dass die kleine Charlotte bei den Medizinern in besten Händen ist. Wichtig für mich ist, dass das Kind in dem Moment keine Angst hat. Also das ist jetzt unabhängig von Charlotte, ob sie jetzt 13 Monate ist und gar nicht weiß, wo es hingeht, oder ob du einen 5-Jährigen hast, der letztendlich schon wesentlich mehr versteht und einfach Angst davor hat. Ja, also das Kind merkt ja auch, wenn es den Eltern nicht gut geht. Also von daher, die Gesamtsituation sollte entspannt sein. Und um dafür zu sorgen, geht Kinderarzt Mario Bärwald gerne auch mal unkonventionelle Wege. Gut, dann machen wir es so. Die sitzt so schön beim Papa. Ich schließe die ganzen Sachen mal beim Papa auf dem Arm an und spritze ihr schon mal ein bisschen was zum Schlafen. Die wird da vom Tonus her schlapp, das heißt, man muss dann viel mehr festhalten. Genau, schön festhalten einfach. Und dann tauschen wir einfach nachher. Ich übernehme dann. Und dann gehe ich mit ihr ins MRT rein. Okay. Können Sie gerade mal gucken, das ist total undramatisch. Ja, die liegt dann hier drinnen. Wir dürfen noch nicht rein, weil wir Sachen anhaben. Das heißt, die liegt dann quasi hier drin. Die
hören dann letztendlich nette Musik, aber wenn sie schlafen, hören sie es eh nicht mehr. Ne? Also von daher, das kriegen die am Anfang noch manchmal so ein bisschen mit und dann sind die aber weg. Dann war es das schon. Okay? Alles klar. Genau. So, dann legen wir mal los. Trotzdem werden Charlottes Eltern etwas nervös. Was ist hier los, Herr Maus? So viele Leute. Geschäftiges Treiben. Ich bin so schon ein bisschen müde. Nehmen wir Fuß oder Hand? Wir nehmen Fuß. Nee, was haben wir? Hand haben wir, glaube ich, Hand war oder? jetzt zuletzt die ganze Zeit in Benutzung, in dann nehmen wir Benutzung. die, ne? Heute Nicht, früh dass da... gerade noch. So, liebe Mäuschen Charlotte. Oh ja, jetzt. Nichts Neues. Na, normalerweise läuft es Genau, winken. im Bett ab. Das heißt, wir haben die Patienten im Bett, aber der Papa macht es ja so schön. Da machen wir jetzt mal eine Ausnahme, dass sie hier einschlafen darf beim Papa. Ne? Darf ich mich nicht festhalten? So, jetzt gucken wir erstmal, ob es durchgängig ist. Mäuschen. Guck mal, deinen Schnuller haben wir hier. Guck mal, Mausi. Hallo. Ja, gleich viel besser, ne? Siehst du uns gleich alle doppelt und dreifach, ne? Ne? Und wenn du nachher wach bist, dann darfst du frühstücken. Ist mal die Mama so nett Gute Reise. und darf das mal kurz halten so? Yep. Ein bisschen schlapper, ne? Papa merkt das schon. Die ist schon weg. Ja, super. Dann machen wir einen Tausch. Dann nehme ich sie gerade mal. Und die Schluckaufwatze. Ja, die hat jetzt Schluck auf von dem Beruf durch. Sag tschüss, Mama. Tschüss. Okay, alles gut. Für Charlottes Eltern ist die Sedierung und geplante Untersuchung eine emotionale Herausforderung. In der Regel ist immer eine Schwester mit dabei im MRT. Die Medikamente sind vorbereitet. Es gibt natürlich noch die Kollegin aus der Radiologie, die dann die Vorbereitung für die Untersuchung trifft. Und das ist eigentlich schon so, dass man sagen kann, das ist eingespielt. Für die Pädiatrie nimmt man sich da auch wesentlich mehr Zeit. Also das geht alles sehr, sehr ruhig und entspannt ab. Man versucht da einfach schon insgesamt Hektik zu vermeiden, weil Hektik sorgt auch wieder für Angst beim Patient. Und auch bei deren Eltern. Die Angst darüber, dass Charlotte vielleicht eine schwere Krankheit haben könnte, löst bei den Eltern große Sorge aus. Charlotte ist ihr erstes Kind. Wir wissen im Grunde noch nicht, was jetzt am Ende dabei rauskommt, was das Ergebnis ist. Für uns wäre das Beste, dass man vielleicht etwas findet, was aber ganz schnell und ganz einfach zu beseitigen ist. Ganz entspannt bleiben, okay? Ja, nur sie so zu sehen, ist Ja, schon das ist ja ungewohnt. absolut, ne? Aber wir passen da auf, die ist schön jetzt Ja. am Schlafen. Wir gehen mit ins MRT rein und dann passt das. Ich bin an sich auch entspannt. Ich kann das Okay. gerade nur nicht steuern. Das darf ja auch sein, ne? Bis später. Jetzt muss sich das Ehepaar gedulden. Und plötzlich scheint die Zeit noch langsamer zu verrinnen. Die Kleine bekommt von all dem zum Glück nichts mit und ahnt nicht, was die Ursache für ihre Beschwerden sein könnte. Und nächstes Mal? Leidet Charlotte unter einer lebensbedrohlichen Darmkrankheit? Im schlimmsten Fall könnte man einen Kalibersprung vom Darm sehen. Das bedeutet, das könnte tatsächlich den Verdacht eines Morbus-Hirschsprungs bestätigen. Morbus-Hirschsprung bedeutet, Charlotte benötigt eine Operation.